Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, also ich habe mal keine Lust mal wieder eine Waffe zu bauen. Heute wird es mal wieder was aus dem Alltag, und zwar werde ich einen Eimer bauen. Habe ich schon mal gemacht, hat jetzt einfach mal Bock drauf, weil ich noch so ein paar Materialreste habe. Ich hoffe, das Thema gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Heute in dem Teil werde man wieder einen Zweiteiler machen müssen, weil ich wieder nicht so viel Zeit zum Bauen habe. Seht es mir ein bisschen nach, aber heute fangen wir dann an und bauen erstmal den Rohling soweit, dass man den pinseln kann. Dann hoffe ich mal, das Thema gefällt euch. Bleibt dabei. So Leute, dann fangen wir mal an. Und zwar werden wir alles wieder ganz einfach gestalten. Ich mache das wahrscheinlich meist wieder mit der Heißklebepistole. Bin jetzt hingegangen, habe einfach einen Kreis gemacht, und zwar von einem kleinen Eimer. Und zwar nicht den Fuß, sondern oben quasi oben drauf, dass der ein bisschen größer ist. Habe jetzt hier an einer Stelle eine Linie gemacht. Dann habe ich mir so ungefähr, ich glaube, das waren so ungefähr 25 cm von dem Reststück, weil ich noch liegen hatte, dann Matte, abgeschnitten. Habe dann mit einem Kernstabstück, ich habe jetzt hier gerade keinen rumliegen, habe ich dann hier diese 10 mm gemacht mit einem weißen Edding. Hier noch ein Pfeil, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung, und bin vorher hingegangen, da ich ein fauler Mensch bin und keinen Bock habe, mir den Umfang auszurechnen, bin ich hingegangen, habe dann hier eine Linie gemacht, ne? Und roll das Ding quasi bis zum Ende der Linie, dass das wieder aufliegt. Das müsste dann eigentlich vom Umfang hinkommen. Soweit der Plan. Ich hoffe, das funktioniert und ich habe keinen Denkfehler drin. Dann habe ich mir für oben, da sollen ja noch Griffe dran kommen mit einer Kordel. Bin ich hingegangen, okay, das Loch sehe ich gerade, ist nicht so ganz mittig geworden. Ne? Habe ich mir aus 10er Matte noch so 2 Teile gemacht. Die sollen dann quasi, also das ist jetzt zwar unten, aber das soll dann oben parallel, wo dann nachher die Kordel durchkommt, damit man den Eimer auch tragen kann. Dann bin ich hingegangen und habe mir Fliegengitter genommen. Habe das aufgelegt mit dem Kreis. Gut, wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz mittig geworden, aber naja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar habe ich die ein bisschen länger gelassen, das mit dem Hintergrund, das soll dann quasi das hier nachher verstärken. Jetzt gehen wir hin, nehmen noch ein Locheisen. Wir brauchen pro Seite 2 Stück. Ich will da auf Nummer sicher gehen, dass das nachher auch vernünftig hält. Da gehen wir mal hin. Machen hier, nehmen wir die Seite, das ist vielleicht einfacher. Legen das Teil drauf. Dann machen wir noch so ein bisschen hier mit dem Kreis. Oben habe ich ein bisschen überstehen lassen. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Das ist dann nachher, damit wir dann quasi die Rundung schon mal haben. Aber ich werde da ein bisschen mehr wegschneiden, damit man dann eventuell noch ein bisschen beischleifen kann. So. Kann auch sein, dass ich nachher beim Aufkleben noch ein bisschen beischneide, aber das ist jetzt so grob der Plan. Mal gucken, ob es so funktioniert. Wie gesagt, ich habe so ein Ding mal vor einer ganzen Weile gebaut, für einen Bekannten. Beziehungsweise einen alten Freund eigentlich, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. So, dann machen wir so ungefähr die Mitte von den 2 Teilen. So, dann haben wir 4 Teile. Also 2 für jedes von den Teilen. Dann nehme ich ein ganz einfaches Locheisen. In dem Fall habe ich das Ding ein bisschen größer gewählt, wie das Loch ist. Also ein klein wenig nur. Ihr seht, das ist nicht so zum Rand überall gleich. Da muss ich dann nachher mal gucken, dass ich dann noch ein bisschen wegschneide, damit man das nachher auch noch vernünftig kleben kann. Beziehungsweise schleifen meine ich natürlich. Ja, also ganz wohl. Dann machen wir jetzt hier die 4 Löcher raus. So.
So, wie gesagt, die Dinger, die kommen dann links und rechts. Das ist dann quasi, damit es dann nachher besser am Eimer hält. Weil durch das mit dem Griff kommt ja ein bisschen Belastung drauf. Das ist jetzt quasi nur zur Stabilisierung. So, jetzt ist die Frage, machen wir das so mit dem Rollen und hoffen, dass das genau ist, oder soll man noch ein bisschen probieren und lassen das quasi noch ein bisschen überlappen? Ich glaube, ich werde das mit dem Überlappen machen. Ich traue mir im Stand selber nicht so ganz, Leute. So, dann gucken wir mal. Heißklebepistole, wie weit die ist. Ja. Deshalb habe ich auch, wie gesagt, hier diese Kernstabbreite mit den 10 mm genommen. Dann kann man das Ganze nämlich darauf festkleben. Ich glaube, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger für den Anfang nehmen sollen. Oder vom Dings her. Schauen. Am besten mache ich das immer so in kleineren Stücken. Ich glaube, das ist besser. Wie gesagt, so ein Eimer habe ich mal vor einer langen Zeit gebaut. Soll jetzt auch nicht so ein Rieseneimer werden. Also ich hatte mir mal überlegt, dass ich den so ein bisschen, da ist nicht konisch oder was ist, da zulaufen lasse. Aber dann hätte ich jetzt hingehen müssen, von einem Eimer quasi ein Schnittmuster machen. Und da muss ich ehrlich sein, da hatte ich jetzt nicht so die Lust zu. Kann man natürlich machen, wenn man dann die Form so haben möchte. Aber ich versuche es jetzt mal wieder relativ simpel zu halten. So. Bin mal gespannt, wie das Ding nachher wird. Ich hoffe mal, dass das Ding nachher auch rund aussieht. Jetzt sieht das mal nicht so ganz rund aus, aber schauen wir mal. Vor allen Dingen, dann können wir gleich auch mal überprüfen, ob das mit der Linie hingehauen hätte. Dann hätte ich mir vielleicht wieder ein bisschen Arbeit sparen können, aber ich habe lieber noch ein bisschen mehr stehen, nachher zu wenig. Mal gucken, dass der Boden schon bündig ist. Dann brauchen wir nachher nämlich unten nicht mehr groß was zu machen. Nur so ein bisschen die Kanten brechen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich was wird, was wir hier bauen. Ja. So. Wie gesagt, dann immer so ein Stückchen. Jetzt immer so, vielleicht so 8 bis 10 cm sind das ungefähr. Ich könnte natürlich größere Stücke machen oder auch kleinere. Das Wichtigste, so wie das aussieht, ist eigentlich nur das Anfangsstück, dass das vernünftig wieder abgekühlt ist, damit sich das nicht wieder lösen kann. Und der Rest, ja, das geht eigentlich relativ gut, wie ihr seht. Dann immer so ein bisschen warten, noch unten so ein bisschen was wegdrücken, damit er dann auch wirklich alle Stellen erwischt mit dem Kleber. Und jetzt noch stellenweise dann so ein, ja, so, wo halt kein Kleber ist. Oh, so langsam wird's, würde ich sagen, ne? So. Ja, dann müssen wir gleich nur noch gucken, ob wir das dann vernünftig bündig kriegen. Da müssen wir dann gleich mal schauen, wie wir das am besten machen, Leute. Aber so wie das aussieht, hätte ich das wirklich so machen können. Das hätte funktioniert jetzt. Ne? Also hier. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Noch ein bisschen Frickclear, wie ich angenommen habe, aber das kriegen wir auch hin. So. Ich klebe das Ganze jetzt noch nicht so ganz fest. So die letzten paar Zentimeter hier, die lasse ich erstmal frei. Also ich habe mir mal überlegt, jetzt gerade so mitten im Bauen, dass ich das Ganze prinzipiell hier innen drin eine Linie ziehen könnte. Das müsste eigentlich auch funktionieren.
Also soweit der Plan. Mal gucken. Hoffentlich vermurkse ich das letzte Stück jetzt nicht. Kann natürlich durchaus passieren, aber ich hoffe mal nicht. Ich lege jetzt quasi das jetzt hier so übereinander. Und ziehe quasi hier eine Linie. Und hoffe dann, dass das Ganze danach auch passt. Wir versuchen einfach mal. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal wieder nur das untere Teil. Also quasi hier unten das Teil. Und so ein bisschen was hier. Damit das nachher auch alles gut zusammenhält. So. Und passt auf, könnte heiß sein, wenn ihr Heißkleber benutzt, ansonsten halt Pattex und dann halt beide Seiten einkleben dünn. Ja? Kennt das ja mittlerweile von mir. Ich benutze ja viel Heißkleber, aber wie gesagt, ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich mache es nicht gern. So. Schauen wir mal. Sieht schon mal soweit gut aus. Kannst du das mal jetzt noch ein bisschen abkühlen. Aber ich glaube, oh, das Ganze könnte was werden. Ups, so ist hier noch anders dran. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann machen wir wieder so ein kleines Stück. Dass das Ding nachher auch gut vernünftig klebt. Also das Ganze ist jetzt so ein bisschen fricklier, wie ihr seht. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich glaube, da müssen wir in kleineren Schritten arbeiten. Das ist noch nicht so das ganz Optimale, würde ich sagen. Da müsst ihr wirklich dann in kleineren Schritten arbeiten. Sonst, glaube ich, gibt das nichts. Ein bisschen nachschleifen müssen wir sowieso, glaube ich, nachher. Ein bisschen steht da über. Wie gesagt, wenn ihr dann 2 Komponentenkleber oder was auch immer nehmt, Pattex oder Super Zement oder was auch immer, ich glaube, da geht es dann etwas einfacher mit. Da müsst ihr dann nur noch zusammen und das hält ja dann meistens direkt. Beim Heißkleber ist halt das Problem, den müsst ihr noch ein bisschen zusammenhalten, sonst reißt es euch nachher wieder auseinander. Ne? Das ist halt der Nachteil am Heißkleber. So. Wie gesagt, ich mache das jetzt in kleineren Schritten, in der Hoffnung, dass das dann nachher besser klappt. Ein bisschen zusammendrücken das Ganze. Immer gucken, dass das schon bündig ist. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze gleich aussieht. Ich hoffe mal, dass wir kein Ei gebaut haben. So, mal schauen. Seht ihr? Wenn das ein bisschen zu früh auseinander macht, dann hält es schon wieder nicht richtig. Also wie gesagt, macht es besser in mehreren Schritten. Ist besser. Und dann immer so, dass es gut zusammenhält. Auf jeden Fall sieht es oben schon mal gut aus. Also es ist auf jeden Fall oben schon mal bündig. Das ist schon mal gut. So, mal schauen. So, das letzte Stück auch. An einer Stelle hier ist es ein bisschen. Irgendwie habe ich da, glaube ich, sogar mit der Heißklebepistole so ein bisschen den Schaum schon weggekokelt. Habe ich auch noch nicht geschafft. Naja, gut. So, mal schauen.
So. Ja, das Ganze sieht doch schon mal so weitgehend rund aus. Gut, hier oben an den Stellen, da muss ich noch mal ein bisschen was nachkleben, glaube ich. Das ist noch nicht so ganz das Optimale. So. Das drücken wir noch mal ein bisschen zusammen, dann hält es hoffentlich danach noch ein bisschen besser. So. Lassen wir noch ein bisschen abkühlen und dann gucken wir mal. So, das muss jetzt erstmal reichen. Da haben wir schon mal soweit die Eimerform. 100%ig rund ist es nicht geworden, aber ist okay, glaube ich. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Nehmen die 4 Teile hier. Das Ganze könnte, glaube ich, noch so ein bisschen rund geschliffen werden. Das sieht hier alles noch so ein bisschen eckig und kantig aus. So, dann haben wir das jetzt. Dann suche ich mal hier das mit dem Loch mal so ein bisschen und werde erstmal rund ums Loch kleben. So. Und zwar hat das bei mir den Hintergrund, damit das Loch nicht so schnell ausreißt, wenn dann halt die Kordel durchkommt. Dass da so schnell nichts passieren kann. Und zweitens, damit das quasi mit dem Eimer noch eine Verbindung hat. Also nicht nur quasi das Stück hier, sondern hiermit dann auch nochmal am Eimer selber noch ein bisschen fest ist. So, dann gehen wir mal hin. Nehmen uns die Schere. Wenn wir sie dann finden. Zwar haben wir sie hier. Dann gehe ich hin. Schneide noch so ein bisschen weg. Dann ist gut. Hier müssen wir auch noch ein bisschen wegschneiden. Wie gesagt, das ist jetzt nur, damit es halt nachher, wenn man noch ein bisschen was schleifen möchte oder so, dass dann nichts da übersteht. So, das ist jetzt ein bisschen abgekühlt und dann tun wir das Ganze komplett dran machen. So, das eine Stück werde ich wahrscheinlich hier dran machen. Und zwar, damit das quasi hier noch gegen Einreißen so ein bisschen was schützt. Dann nehme ich mir den weißen Edding und mache mir dann, drücke das so ein bisschen rundlich, damit es dann hier auch passt. Und mache mir dann quasi hier so 2 Linien. Auf der ersten Seite ist das jetzt erstmal egal. Dann müsst ihr dann nachher nur gucken, dass das bei der anderen dann genau gegenüber ist. So. Beim Draufkleben das Ganze so ein bisschen rundlich drücken, damit das dann nachher die Rundung hat. Ja, sieht gut aus. Das Ganze lasst ihr dann so ein bisschen antrocknen. Ich gehe jetzt schon mal hin und klebe hier unten schon so ein bisschen. So, dann haben wir hier schon mal das Ding dran. Hätte jetzt vielleicht schon hingehen sollen und erstmal innen das ankleben, aber das machen wir später. Da habe ich jetzt erstmal nicht so die Lust drauf. Kann natürlich sein, dass das mal wieder in die Hose geht, weil planungstechnisch, ihr wisst ja, ab und zu bin ich auch schon mal ein bisschen neben der Reihe. So, jetzt brauche ich irgendwas längeres, gerades.
könnte man eigentlich das Brett hier nehmen. Das war eigentlich noch für was anderes geplant, aber das ist erstmal egal. So, gucken wir mal. Hoffentlich kriegen wir das so hin. Also ich weiß nicht, Leute, ich glaube, das, was ich jetzt hier mache, ist ein bisschen blöd. Wir machen das mal so. Mal gucken, ob das so funktioniert. So, schauen wir mal. Ne? So, sieht auch gut aus. Da hätten wir schon mal so die Henkel quasi schon mal dran. Dann muss ich mal gucken, wo habe ich jetzt die zwei hingeworfen? Hier. Ah, bei dem brauche ich innen nichts groß zu kleben, zu schneiden. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, das sieht echt nicht schlecht aus. Also ich glaube, das Ding könnte halbwegs was werden. Gehe ich jetzt hin, klebt das hier unten noch was fest. So. Vor allen Dingen, wo er immer gucken muss, wenn er Fliegengitter verklebt, da der hier quasi die Ränder immer gut verklebt hat. Wenn so eine Ecke hoch steht, das ist immer ziemlich beschissen zu kaschieren. Also so als kleiner Tipp. Dann haben wir das auch. So. Na? Jetzt könnte man natürlich noch hingehen, machen hier noch auch noch was Fliegengitter drüber, damit das sich nicht auseinanderreißen kann. Mal schauen, haben wir hier noch ein bisschen was. Ja, hier haben wir noch ein paar Stücke. Das ist ein bisschen dicker. Ja, so. Egal, nehmen wir. So. Wir können natürlich auch das ein bisschen dünnerer nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen dickere. Das mache ich jetzt quasi drauf, damit sich hier die Naht nicht auseinanderreißen kann. Könnt ihr von drinnen machen, von draußen oder nur von einer Stelle, also einer Seite. Ich mache es jetzt einfach mal nur von außen. Mache auch relativ dünn den Heißkleber nur drauf, also quasi zum Fixieren. Den Rest machen wir dann später, wenn dann das Latex oder halt Flexiband drüber kommt. Nur halt beim Flexiband müsst ihr immer gucken. Das ist der Nachteil beim Flexiband. Der macht die glatten Oberflächen von dem Fliegengitter nicht. Da müsst ihr halt noch mal eine Schicht Pattex drüber machen. Also ganz dünn und dann gibt das auch keine Probleme. Dann hält das nämlich ganz gut da drauf. Nur so als kleiner Tipp. So. Noch ein paar Trönchen. Wie gesagt, immer gucken, dass er halt die Kanten gut verklebt und da nichts übersteht. So, ich denke mal, das sollte reichen. So, jetzt haben wir hier für die Griffe, hier kommt dann nachher die Kordel durch. Und jetzt gehen wir mal hin und machen dann noch so ein paar Bretter raus. Ich habe jetzt extra hier das Stück Holz dafür genommen. Das ist jetzt eine blöde Idee, auf den noch nicht trockenen Kleber da drauf zu machen, aber hey, jetzt gehe ich erstmal hin. Ich mache jetzt erstmal 2 Linien. Und zwar nehme ich dafür hier oben die Teile als Anschlagpunkt. Ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen mehr nehmen sollen, weil ich will dann nachher noch mit dem Heißkleber, sondern
mit dem Lötkolben. Jetzt stecken wir schon mal aus. Dann werden wir uns schon mal den Lötkolben einstecken. In der Zeit, wo wir nämlich die Linien machen, kann das Ding schon mal so ein bisschen vorgehen. So. Die Heißklebepistole. Ah, da fällt schon wieder alles runter. Geht nichts über eine gesunde Unordnung. So. Schmeißen wir erstmal auf die Unterlage. So, jetzt haben wir hier schon mal die zwei Linien. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Ich nehme dann immer quasi hier das Brett hier oben als Anschlag. Damit das auch, wenn es klappen sollte, rechtwinklig ist. So, wie ihr seht, sieht es hier schon ein bisschen besser aus. Ich habe nämlich dann hier die Kante, also die Innenkante quasi genommen. Da sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Naja, gut. Beim nächsten Mal weiß ich. So, wie gesagt, das ist jetzt mein zweiter Eimer, den ich in den ganzen Jahren baue. Den den Lötkolben lassen wir noch ein bisschen glühen. In der Zwischenzeit gehen wir hin, tun hier schon mal so ein bisschen die Kanten brechen. So Leute, jetzt habe ich erstmal die ganzen Kanten gebrochen. Jetzt gucken wir mal, ob der Heißluftföhn, will ich schon wieder sagen. Ich meine natürlich, der Lötkolben heiß genug ist. Habe ich auch noch richtig eingesteckt, ja. Und dann gehen wir einfach hier die Linien lang und brennen quasi die Bretter ein. So Leute, jetzt haben wir hier schon mal soweit die Bretter und dann werden wir hingehen und machen aus 3 mm Matte noch so 2 Metallkränze drumherum. So Leute, dann machen wir mal weiter. Und zwar habe ich jetzt aus 3 mm Matte die Metallbeschläge bzw. für die Kränze gemacht. Ich fange jetzt erstmal an, nehme ein Stück Kernstab, einen weißen Edding, weil ich will den Metallbeschlag nicht ganz unten bündig haben. Gehe jetzt einfach hin, lege den von der Dicke, also die schmalere Seite, das ist jetzt 10×12, und setze die 10 quasi hier unten an und ziehe dann hier rundherum so eine Linie, damit das weitgehend gerade hoffentlich dann nachher ist. Das hat sich jetzt ein bisschen so. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur, damit es nachher ein bisschen hübscher aussieht. Dass nicht einfach nur so ein paar Bretter sind. Soll ja auch ein bisschen was hermachen. So, wie ihr seht, einmal rundrum. Dann würde ich hier oben, ich glaube hier oben nämlich die breitere Seite, damit das ein bisschen mehr Abstand hat. Das ist halt quasi gleich, wenn ich dann klebe, so ein bisschen als Orientierungslinie, damit das Ganze so halbwegs gerade aussieht. Ja, wie ihr seht, dann habt ihr einmal rundrum. Da wird dann quasi einmal lege ich da an, einmal hier und dann klebe ich das einmal rundrum. So, fange an irgendeiner Seite jetzt gleich an. Am besten fangt ihr immer in der Mitte von irgendwas an zu kleben. Dann könnt ihr das nachher nämlich besser abschneiden. So, jetzt gehe ich mal hin
das hier so ein bisschen an. Dann kann ich nämlich direkt hingehen und die andere Linie anzeichnen. Und dann weiß ich auch, wie und wo ich kleben muss. Dann kann ich kann zwar auch das Teil selber dann kleben, aber ich will das mir jetzt, naja, was heißt einfach machen. Aber so kann ich dann quasi einmal rundherum fast schon kleben. Geht dann halt ein bisschen einfacher. So, dann habt ihr das ganze Ding jetzt einmal rundherum. Dann gehe ich jetzt auch schon mal hin und stecke schon mal den Lötkolben ein. Weil, wenn wir es uns schon einfach machen, will ich gleich noch einfacher machen. Und zwar soll das ganze Teil noch so ein paar Nieten drauf kriegen. Das machen wir dann gleich auch. So, dann könnt ihr hingehen, entweder macht er direkt einen Cutter oder nimmt eine kleine Schere, legt das einfach bündig drüber, schnibbelt ab und schon habt ihr das hier alles schön bündig liegen. Ein bisschen Kleber drauf. Und fertig. So, dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch. Suchen uns doch auch irgendwie wieder, ach, nehmen wir dieselbe Stelle ungefähr wie hier. So Leute, dann haben wir jetzt Metallbeschläge, ein bisschen Materialreste haben wir noch, das kann man wieder für irgendwas anderes hier brauchen. So, dann stecken wir mal die Heißklebepistole aus und dann gehen wir mal hin und machen noch ein paar Nieten. Und zwar zeige ich euch mal die einfachste Methode, ein paar Nieten zu machen. Geht da hin, holt einfach die Spitze raus. Ja, passt auf, dass ihr die irgendwo hinlegt, wo sie nicht einbrennt. So. Schauen wir mal, das geht. Und dann quasi mit der Spitze hier macht er dann einfach Nieten da rein. Und zwar, ich werde jetzt in jedes Brett irgendwie mal so eine, so grob mittig. Dann geht er einfach hin und drückt das ganze Ding hier so ein bisschen rein. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Das ist so ziemlich die einfachste Methode, eine Niete zu machen. Ich mache das jetzt an jedem Brett so ein bisschen mittig. Ja, ich versuche auf jeden Fall mittig. So, gehen wir hin. Das Ding tun wir wieder hier rein. Schon ausstecken, dann kann das ein bisschen schon abkühlen. Wie gesagt, immer gucken, dass das irgendwo hin tut und nicht irgendwo einbrennen kann oder sowas. So Leute, der Eimer ist soweit fertig. Ich muss noch mal ein bisschen mit dem Heißluftföhn drüber gehen, noch ein paar Stellen, wo ich das, die Kanten gebrochen habe, noch ein bisschen zu entgraten bzw. zu glätten. Ne? Ja, das ist jetzt so ein ganz populär einfacher Holzeimer. Gut, ich hätte noch so ein bisschen nach oben noch ein bisschen zulaufen lassen können, aber ich wollte jetzt einfach mal Simples machen, ne? Damit ihr das auch ganz leicht nachbauen könnt. Ja, dann im nächsten Teil werde ich das Ganze dann pinseln und gestalten, ne? Dass das auch ein bisschen nach was aussieht. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Likes, Abos, Kommentare gern gesehen, ne? Damit ihr nichts verpasst. Dann hoffe ich mal, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns am nächsten Wochenende. Wir sehen uns.